Oh Mann. Puh, ich bin gerade echt glücklich, dass das geklappt hat. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite the hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Ja, ihr steckt ja alle in der Kacke drin. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ja, vor allen Dingen, wie schnell ich da war. Noch vor dem Lehrer. Der Nathan Dosehair? Wir haben keine Beweise. Keinen einzigen fucking Beweis, oder? Jefferson made her cry. Nee, das stimmt nicht. David bullied her. Naja, er hat schon... Also David hat sie irgendwie verfolgt, aber... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann ja jetzt auch schlecht sagen, dass es Nathan war. Jefferson hat sie auch zum Weinen gebracht. Scheiße, das haben wir auch gesehen. Das haben wir gesehen. Weil sie ist ja weggelaufen, als er mit ihr gesprochen hat. Und dann hat er auch noch gefragt, wo ist sie denn hin? Scheiße, ja, toll. Wir haben keinen Beweis, dass Nathan sie... dass er ihr Drogen gegeben hat. Ja, was David macht, kann man das schon als Bullying sehen? Ich weiß es nicht. Im Grunde ja. Und Jefferson hat sie auch weinen lassen, aber ob das der Grund war? Sie war eigentlich wegen der Party so down. Ich bin eigentlich trotzdem kurz davor zu sagen, dass es Nathan sie einfach, dass er ihr einfach Drogen gegeben hat, aber ich habe keinen Beweis. Das ist nur eine Vermutung. Scheiße. Wem steckt mir jetzt die Kacke hier an den Schuh? Wer von euch war es? Wer ist hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch echt unfair. Warum muss ich mich entscheiden? Ich tue mich gerade wirklich ein bisschen schwer hier. Das finde ich sogar tatsächlich noch schwieriger als das andere. Weil das andere konnte ich einfach im Grunde nach dem gehen, wie ich auch wirklich denke und wie ich wirklich handeln würde in so einer Situation. Aber jetzt hier, ohne Beweise, ist es halt wirklich schwer. Ich hätte gerne jetzt eine vierte Option, wo steht, ich weiß es nicht genau, aber ich kann sagen, was ich gesehen habe. Eigentlich mögen wir Herr Jefferson, ne? Aber es ist das Einzige, was jetzt irgendwie passt. Ich weiß nicht. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset Miss Caulfield didn't return her calls. She felt rejected by the school. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late.
Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Mist. Das war auch nicht gut. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Also können wir doch zurück. Komm, wir gehen zurück. Irgendwie bin ich nicht sicher, ob wir uns richtig entschieden haben. Ich habe zwar keine Beweise für die anderen Aussagen, aber... So. David bullied her. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Shh. Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, falsely accusing other people seems to be a habit with you. I trust my security officer. Okay. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Scheiße. Ob das wirklich besser war? Ich weiß es nicht. Ich drehe es nochmal zurück und sage das einfach mal mit den Drogen. Gucken wir mal, wie er reagiert. Vielleicht reicht das ja schon. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and You're a playing liar. the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' Hey, bathroom? that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Warum muss ich überhaupt sowas unterschreiben als Kind? Naja gut, wir sind 18, ne? Aber ich glaube, tatsächlich ist das am besten, weil ich weiß halt nicht wirklich, was David vorhat, noch was, ob Mr. Jefferson jetzt die Wahrheit gesagt hat, aber ich denke schon. Also, ich halte ihn jetzt weniger für ein Arschloch. Und auch wenn wir noch keine Beweise für die Drogen haben, ganz ehrlich, Nathan hatte damals versucht, Chloe zu erschießen oder hat sie erschossen. Also, das ist das, was ich noch am ehesten glaube, was wirklich wahr ist. Und man bringt sich nicht um, wenn man... Well, I think we know less now than when we started.
We'll be assisting the police with further inquiries. Wenn man denkt... I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just 1.5 times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week.
Und schon sind wir durch mit Episode 2. Das war ja auch interessant, was wir ganz am Ende gesehen haben. Irgendwer saß an einem Schreibtisch und hatte ein Papier ausgeschnitten, ein Foto von Kate drauf. Sehr merkwürdig. Was ich zuvor sagen wollte, war ja, dass ich Nathan auch deshalb verdächtige, das gemacht zu haben mit den Drogen, weil es ist unwahrscheinlich, dass man Selbstmord begeht, wenn dieser Vorfall irgendwie aus eigenem Gewissen passiert ist, also indem sie bewusst so gehandelt hat. Das passiert wirklich, denke ich, eher, wenn man dazu gezwungen wird oder gemobbt wird. Ich habe zum Glück sowas noch in so einem krassen Ausmaß noch nie erlebt, aber ich habe schon damals erlebt, auch wie andere Mitschüler gemobbt wurden, und das hatte mich auch damals schon mal sehr mitgenommen, und ich bin auch immer eingeschritten, so gut ich konnte. Aber so einen krassen Fall habe ich natürlich nie erlebt, zum Glück. Ich weiß nicht, ob ich so cool reagiert hätte, wie ich mit Max jetzt reagieren konnte. Dadurch, dass wir trotzdem irgendwie Zeit hatten, uns für eine Option zu entscheiden, das war schon ganz gut. Und ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe, jetzt bei der Episode 2, wie ich mich entschieden hatte. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut war, aber wir haben ein Menschenleben gerettet, und ich denke mal, das ist viel wichtiger als alles andere. Bisher leben alle bei mir. Ich weiß nicht, wie das sonst ist. Ich habe mich ja nicht spoilern lassen bei dem Spiel, aber ich denke schon, dass Kate wieder gesprungen wäre, hätten wir falsch geantwortet. Und ja, ich bin doch ganz froh, dass wir das geschafft haben. Und ich weiß auch nicht, was jetzt diese Sonneneklipse irgendwie zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung, wo uns das Ganze hinführt. Ist es jetzt gut oder schlecht? Also das Ende schien eigentlich ganz gut zu sein, wenn man das so sagen kann. Chloe ist ja immer noch mit uns befreundet. Und Warren sind wir auch ein bisschen näher gekommen. Scheint ja auch ein guter Freund zu sein. Was jetzt mit dem Lehrer, dem Herrn Jefferson ist, weiß ich auch nicht. Der ist irgendwie weggefahren. Aber lassen wir uns überraschen in der nächsten Episode. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja jetzt schon der 2. Tag vorbei. Und viel Zeit bleibt nicht mehr, bis der Sturm kommt. Und ich weiß wirklich immer noch nicht, ob wir ihn abwenden können. Es war schon jetzt sehr kritisch mit dem Zeit zurück. Dann haben wir ja gesehen, sind wir doch begrenzt. Also wir können jetzt nicht so, wie wir möchten, mit der Zeit springen. Und Max bekommt das definitiv nicht gut. Also ich weiß nicht, ob das gut für uns enden wird. Wir opfern uns halt sehr auf für die anderen. Aber ich möchte ja auch eigentlich da jedem helfen und ungern das Spiel eines anderen, das Leben eines anderen riskieren. Oh Gott. Ich habe viel zu lange heute aufgenommen. Aber es war halt so spannend und ich konnte ihn auch nicht unterbrechen. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Episode 3. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ja, hättet ihr euch denn auch so entschieden? Also das würde ich auch total gerne wissen. Oder habt ihr vielleicht das Spiel schon selber gespielt? Oder ja, wie hättet ihr euch entschieden? Das würde ich ganz gerne wissen. Aber bitte nicht spoilern. Das muss nicht sein. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao.